Servus zum zweiten Video der Travel & Sec Indicator Videoreihe. Ich bin Sascha von Reverse Components und ich zeige euch heute, was ihr erhaltet, wenn ihr euch den Travel & Sec Indicator kauft und wie ihr den Travel & Sec Indicator an eurem Stahlfederdämpfer befestigt. Das alles seht ihr nach dem Intro. Ihr erhaltet den Travel & Sec Indicator für 26,90 € im Handel. Schauen wir uns den Lieferumfang doch nun mal etwas genauer an. Im Päckchen befindet sich einmal die Teleskopskala, dann die Teleskophülse, der Teleskophülsenhalter für den Ausgleichsbehälter aus dem 3D-Drucker, der O-Ring zum Anzeigen des genutzten Federweges, der Federtelleraufsatz, die Schraube und die Fächerunterlagsscheibe, der Kabelbinder zur Befestigung des Teleskophalters, der Piggyback-Sticker bzw. Ausgleichsbehälter-Sticker und der QR-Code für die Anleitung, die ihr in einem PDF-Format im Internet findet. Ihr benötigt zur Befestigung des Travel & Sec Indicators an eurem Stahlfederdämpfer natürlich einmal euren Dämpfer, einen 3er Imbusschlüssel, einen Meterstab zum Bestimmen des Hubs, einen Seitenschneider oder aber auch ein Cuttermesser oder am besten eine Kabelbinderzange. Am besten haltet ihr auch noch etwas Wasser mit Spülmittel bereit oder einen anderen Bikereiniger, denn wenn ihr euren Stahlfederdämpfer schon ausgebaut habt, könnt ihr diesen auch gleich noch säubern. Und natürlich noch ein saugstarkes Tuch. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Travel & Sec Indicator an eurem Stahlfederdämpfer zu montieren. Einmal, wenn ihr euren Stahlfederdämpfer ausbaut, aber auch die Möglichkeit, den Travel & Sec Indicator an einem im Bike installierten Dämpfer zu installieren. Wie das genau funktioniert, seht ihr am Ende des Videos. Dafür benötigt ihr aber Platz in eurem Bike. Schauen wir uns jetzt aber zuerst mal an, wie wir vorgehen, wenn der Stahlfederdämpfer ausgebaut ist. Zuerst einmal müssen wir die Feder aus dem Stahlfederdämpfer lösen. Dazu nehmen wir die Federvorspannung raus. Wie machen wir das? Indem wir den Federvorspannteller komplett aufschrauben. Wenn wir das erledigt haben, können wir unten den Federteller aus der Führung hinausnehmen und die Feder nach unten hinausziehen. Die Feder müsst ihr nur komplett ausbauen, wenn ihr den Hub an eurem Stahlfederdämpfer messen müsst. Wenn dieser abgedruckt ist auf eurem Stahlfederdämpfer oder ihr ihn aus irgendeinem Grund kennt, dann könnt ihr die Feder im Dämpfer drin lassen. Dann könnt ihr diesen Punkt hier komplett überspringen. Sonst müsst ihr, wie gesagt, die Feder ausbauen. Dazu nehmt ihr den Meterstab und messt, wie lange der Hub eurer Kolbenstange ist. Wichtig zu beachten ist, dass ihr im richtigen Bereich messt, also von oberem Ende Kolbenstange bis zum unteren Ende der Kolbenstange. Das wäre jetzt bei meinem Beispiel 76 mm. Nun kennen wir unseren Hub, bedeutet wir können mit der eigentlichen Montage des Travel & Sec Indicators beginnen. Dafür setzen wir zuerst einmal wieder die Feder in den Dämpfer ein. Nur tun wir diese dann nicht gleich wieder vorspannen, sondern können in diesem Zug, nachdem wir den Federteller unten eingesetzt haben, den Federtelleraufsatz zwischen Federteller und Feder einschieben und danach die Feder wieder vorspannen. Hier noch ein kleiner Tipp zum Thema Vorspannung. Achtet darauf, dass ihr mindestens eine Umdrehung, aber maximal 6 Umdrehungen die Feder vorspannt. Spannt ihr eure Feder mehr vor wie 6 Umdrehungen, wird sie dadurch nicht härter, sondern es verändert sich nur das Losbrechmoment eurer Feder. Als nächstes kleben wir den Piggyback-Sticker auf. Dazu müssen wir uns als erstes überlegen, wo möchten wir den Travel & Sec Indicator installieren. Möchten wir ihn eher auf der rechten oder auf der linken Seite installieren? Denn zu beachten ist, dass der Travel & Sec Indicator am besten so nah wie möglich an der Feder installiert ist. Deshalb geht hin, überlegt es euch, setzt euren Teleskophülsenhalter auf. In meinem Beispiel wäre jetzt die beste Position hierfür
und schaut dann, dass ihr, wenn ihr den Piggyback-Sticker aufklebt, der Teleskophülsenhalter komplett auf dem Aufkleber aufsitzt. Hintergrund hierbei ist einfach nur, dass ihr somit euren Ausgleichsbehälter schützt vor Verkratzen und der Aufkleber die Reibung erhöht, was in Zusammenspiel mit dem Kabelbinder dafür sorgt, dass euer Travel & Sec Indicator nicht so leicht verrutschen kann. Jetzt haben wir den Ausgleichsbehälter vorbereitet. Bedeutet, wir können den Teleskophülsenhalter nun am Ausgleichsbehälter anbringen. Dazu setzen wir diesen mittig auf und fixieren ihn mit dem mitgelieferten Kabelbinder. Zieht ihn noch nicht komplett fest, damit er noch frei beweglich ist. Die komplette Fixierung des Travel & Sec Indicators erfolgt erst am Ende des kompletten Aufbaus. Nun kommen wir zur Befestigung der eigentlichen Messeinheit des Travel & Sec Indicators. Hierzu nehmen wir uns die Teleskophülse und schieben diese in den Teleskophülsenhalter. Es kann schon sein, dass, wenn ihr den Travel & Sec Indicator kauft, die Teleskophülse schon installiert ist. Falls das nicht der Fall sein sollte, einfach mit einer leichten Drehbewegung die Hülse in den Halter hineinstecken. Ein kleiner Tipp: Schiebt zuerst einmal das Gummiringchen über die Teleskopskala. Wenn ihr diese schon angebracht habt, ist es nicht mehr ganz so einfach. Ihr müsst die Schraube und alles wieder lösen, damit ihr das Gummiringchen über die Skala schieben könnt. Dann schieben wir von unten die Teleskopskala ein und fixieren sie mit der mitgelieferten Schraube und Fächerunterlagsscheibe und fixieren diese am Federtelleraufsatz. Wichtig zu beachten: die Unterlagsscheibe gehört direkt auf die Schraube und nicht zwischen Federteller und Teleskopskala. Nun geht es an die Einstellung des Travel & Sec Indicators. Dazu verschiebe ich einfach nur die Teleskophülse auf der Skala auf meinen zuvor gemessenen Wert des Hubes, also in meinem Beispiel die 76 mm. Und das mache ich dadurch, dass ich die Teleskophülse in dem Lagerblock verschiebe oder aber mit dem kompletten Lagerblock nach oben oder unten justiere. Sollte die Hülse bei euch oben zu weit hinausstehen, ist das kein Problem. Diese könnt ihr einfach absägen. Wichtig zu beachten ist, dass ihr an dem Travel & Sec Indicator nichts verändern müsst. Bedeutet, ihr müsst keinen Federtelleraufsatz verbiegen oder die Hülse irgendwie anders positionieren. Stellt einfach den Hub an der Skala ein und damit ist die Installation auch schon abgeschlossen. Haben wir den Travel & Sec Indicator nun auf unseren Hub richtig eingestellt, folgt das Ausrichten der Teleskopskala bzw. der Hülse. Das ist wichtig, da bei einem nicht sauberen Eintauchen der Teleskopskala in die Hülse durch Verkanten oder einen unsauberen Lauf es zu deutlichen Abnutzungsspuren an der Teleskopskala führen kann oder aber auch zu Quietschgeräuschen und natürlich irgendwann vielleicht zu einem Bruch der Teleskophülse. Haben wir den Travel & Sec Indicator nun ausgerichtet, folgt die Fixierung. Dazu nehmen wir uns den Dreier-Imbus und ziehen die Schraube an der Teleskopskala fest. Im nächsten Schritt können wir dann nochmal nachjustieren und dann mit dem Kabelbinder den Teleskophülsenhalter fest fixieren. Als letztes folgt das Abklemmen des überstehenden Kabelbinderendes. Am besten nutzt ihr hierfür eine Kabelbinderzange. Solltet ihr nicht im Besitz einer solchen sein, geht es natürlich auch mit einem Seitenschneider. Nur achtet bitte darauf, hierbei entsteht eine scharfe Kante. Diese kann zu Verletzungen führen. Noch besser ist es, wenn ihr hierfür ein Teppichmesser benutzt, dann könnt ihr eine klare Kante abschneiden. Euer Travel & Sec Indicator ist nun einsatzbereit. Wichtig zu beachten ist es, dass ihr nicht gleich voll auf dem Trail unterwegs seid. Baut den Dämpfer erst einmal ein, federt ein-, Mal sanft ein, dann danach ein bisschen härter, um zu schauen, läuft der Travel & Sec Indicator richtig, läuft die Teleskopskala in der Hülse richtig, quietscht sie, verkantet sie irgendwie. Wenn nicht, dann könnt ihr ab auf den Trail.
Wie ihr nun genau mit den Werten, die euch der Travel & Sec Indicator ausgibt, arbeiten könnt, das zeige ich euch im dritten Teil der Travel & Sec Indicator Reihe. Dieses Video verlinke ich euch natürlich auch wieder in der Infocard und in der Infobox. Am besten abonniert ihr doch einfach unseren YouTube-Channel, so verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Ein weiterer Vorteil des Travel & Sec Indicator ist, dass er genauso schnell demontiert ist, wie er montiert ist. Hierzu gehen wir einfach nur in umgekehrter Reihenfolge vor. Wir lösen die Schraube, entfernen die Teleskopskala, entfernen die Teleskophülse und nun ist es ganz euch überlassen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich den Teleskophülsenhalter montiert lassen, müsst aber darauf achten, dass er nicht in eure Feder geraten kann. Dasselbe gilt natürlich auch für den Federtelleraufsatz. Dieser kann auch umknicken. Deshalb, wenn ihr die Möglichkeit habt, am Fahrrad baut ihn einfach aus und bringt ihn wieder an, wenn ihr das nächste Mal euren Sec, euer Fahrwerk richtig einstellen wollt. Falls ihr Fragen zum Travel & Sec Indicator habt oder zu anderen Produkten von uns, falls ihr Anregungen oder Themenwünsche habt, gerne einfach unten in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Noch mehr, wenn ihr Teil der Reverse Community werdet. Dazu abonniert uns doch einfach auf YouTube, Facebook und Instagram. Dann verpasst ihr keinen Content mehr aus der Reverse-Welt. Ich bin damit raus. Ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal. Ride Reverse.